Hallöchen ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zeige ich euch, wie ihr ein leckeres und fluffiges Omelett im Airfryer zubereiten könnt. Perfektes Frühstück, wenn es schnell gehen soll morgens, ohne viel Aufwand und ohne Anbrennen. Das Omelett wird richtig fluffig und herzhaft und bekommt durch frisches Gemüse und die paar Scheiben Salami einen echt tollen Geschmack. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Salami, Zucchini, Eier, Schmand, geriebenen Käse nach eurer Wahl, Paprika, Tomate, Frühlingszwiebel, Pfeffer und Salz. So, die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir legen jetzt sofort los und ich kümmere mich als erstes um das Gemüse. Von der Paprika brauche ich ein Viertel und sie wird in kleine Würfel geschnitten. Die Zucchini wird in feine Stücke geschnitten. Die Frühlingszwiebel schneide ich in Ringe. Die geschnittene Frühlingszwiebelringe gebe ich zu der Paprika und der Zucchini in eine gleiche Schüssel rein. Ein paar von dem allerdings werde ich hier aufheben. Ich brauche sie dann für oben drauf. Die Tomate wird in Scheiben geschnitten. Nun werde ich die Eimasse zubereiten. Ich schlage die Eier in eine Schüssel auf. Dann füge ich den Schmand zu. Und ich habe einen Tipp für euch: ein bisschen Mineralwasser zufügen. Es sorgt dafür, dass das Omelett richtig fluffig wird. Dann fügen wir das Gemüse zu, außer der Tomaten. Den geriebenen Käse. Ein bisschen von dem geriebenen Käse werde ich aufbewahren, das wird dann auf dem Omelett drauf verteilt. Wir würzen das alles mit Pfeffer und Salz. Und gut vermengen. Eine wunderschöne bunte Mischung. Nun werden wir den Airfryer vorbereiten. Ich habe hier Backpapier, was in den Korb passt, mit leicht hochgezogenen Rändern. Das fette ich leicht ein, damit nichts anklebt. Dann verteile ich unten auf dem Backpapier die Salamischeiben
Die geben dann später dem Omelett einen richtig herzhaften Geschmack. Darüber gieße ich die Ei-Gemüsemischung. Dann lege ich die Scheiben Tomaten oben drauf. Dann streue ich den restlichen geriebenen Käse und die Frühlingszwiebel drüber. Das sieht nicht nur hübsch aus, aber es gibt auch eine besondere Note. Dann kommt das Ganze in den Airfryer bei 160 Grad für etwa 12 bis 15 Minuten. Dann gehen wir 160 zurück und wir machen 12 Minuten und los. Ich rieche schon das Omelett, der Duft ist einfach himmlisch und ich freue mich. I wanna dance with somebody. Ja, jetzt gucken wir rein, seid gespannt. Oh, richtig toll, gefällt mir. Ich lasse das kurz abkühlen, bevor ich dann von dem Backpapier lösen kann. Et voilà, guckt euch das schöne Omelett an. Wunderbar, fluffig, bunt, die Tomate kommt gut zur Geltung, auch die goldene Farbe. Und es duftet unglaublich gut in meiner Küche. Das ist ein wunderbares Rezept für ein schnelles und leckeres Frühstück, was in ein paar Minütchen zubereitet werden kann. Ohne Stress, ohne Abwasch. Probiert es und schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das Omelett geschmeckt hat. Und schreibt mir auch, was für Zutaten ihr in euren Omelett reingebt. Ich bin gespannt auf eure Ideen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert diejenigen, die noch nicht abonniert haben, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi! Und jetzt wird der Teller angerichtet und ich freue mich schon auf mein Omelett. We do it now. We do